ich möchte dir ja hier mit diesem Podcast helfen, dass du dich besser kennenlernst, dass du entdeckst, dass du mehr bist als nur Mama. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist bei der 100. Podcast-Episode von Loslassen und gemeinsam wachsen. Wuhu! Ich führe dich heute durch in dieser 100. Podcast-Episode darüber, wie alles begann. Du wirst hier erfahren, wie meine Entscheidungen zu diesem Podcast entstanden sind, was mein Ziel für diesen Podcast war, welche Erkenntnisse ich aus 100 Podcast-Episoden mitgenommen habe, was ich mir natürlich wünsche für diesen Podcast, für dich und für mich, welche Struggles ich hatte, wie viele Fehler ich gemacht habe. Du wirst heute in dieser Episode so einiges über 100 Podcast-Episoden erfahren, die natürlich ganz besonders behind the scenes sind. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei diesem Rückblick der 100 Podcast-Episoden, die bereits hier in Loslassen und gemeinsam wachsen entstanden sind. Ich würde vorschlagen, let's go, viel Spaß dabei. Hallo, schön, dass du hier bist. Ich freue mich unglaublich, dass du diese Podcast-Episode von mir anhörst. Es ist die Folge 100. 100. Es ist für mich wirklich ein ganz besonderer Moment. Ich mag dir oder dich heute ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie der Podcast entstanden ist, welcher Hintergrund, welche Gedanken ich hatte, als ich den Podcast angefangen habe und einfach ein bisschen zeigen, wo du, da du ja schon so viele Episoden gehört hast, vielleicht inzwischen stehst und was du alles aus diesem Podcast hast mitnehmen können. Ich bin wirklich ganz ergriffen, diese 100. Folge zu machen, weil ich damit nie und nimmer gerechnet habe, als ich angefangen habe. Angefangen mit der Entscheidung, den Podcast zu machen, das ist tatsächlich entstanden im Jahr 2021. Das ist noch gar nicht so lange her, 2 Jahre erst im Prinzip. Seither habe ich fast jede Woche eine neue Podcast-Episode rausgebracht. Und ich hatte die Idee schon viel, viel länger im Kopf, aber nicht die Ressourcen und auch vor allem noch nicht die Klarheit darüber, was ich dir in diesem Podcast erzählen wollte. Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt bereits, dass ich meine Arbeit und das, was mich von anderen möglicherweise und ganz sicher, nein, nicht möglicherweise, sondern ganz sicher unterscheidet, darzulegen, nämlich, dass die Elternschaft, die bewusste Elternschaft so viel mehr für mich ist, als eben nur das Lösen von Konflikten. Es geht bei mir eben nicht nur darum, Werkzeuge zu lernen, wie du respektvoller und würdevoller und achtsamer sein kannst mit deinem Kind, wie ihr es schaffen könnt, einen harmonischeren Alltag zu erleben, sondern die Elternschaft für mich ist so viel mehr. Erziehung ist für mich so viel mehr, als nur Kinder zu begleiten. Und diese Möglichkeit, dir nahezubringen, wer ich bin und wie mein Ansatz ist in der Arbeit mit den Frauen, die ich begleiten darf, das war der ausschlaggebende Punkt, diesen Podcast zu starten. Denn es geht bei dem Podcast überhaupt nicht um mich, sondern darum, dir zu zeigen, was alles noch in dir steckt, dir zu helfen, Werkzeuge und Impulse zu geben, Konfliktlösungen darzulegen einerseits, aber vor allem eben auch diese Ganzheitlichkeit des Lebens zu eröffnen.
Ja, die perfekte Erziehung, die weißt du, die gibt es nicht und die findest du bei mir auch nach 100 Podcast-Episoden nicht. Es gibt keine perfekten Wege, denn es gibt so viele Wege. Wir sind keine perfekten Eltern, wir sind keine perfekten Mamas und Papas. Wir scheitern, wir machen Fehler und das ist auch gut so. Und es gibt auch natürlich keine perfekten Kinder, sondern eben nur uns so, wie wir sind. Und hier mit dieser Klarheit schon, mit dieser ganz einfachen, logischen, für dich doch so offensichtlichen Klarheit, startet schon das Bewusstsein zu erkennen, dass es viel mehr ist, als nur Kinder zu begleiten. Für mich ist dieser Podcast tatsächlich die Strategie, wenn du so willst, um diesen Raum zu eröffnen für das große Meer, für diese Entdeckungsreise zu dir selbst. Weil eben Erziehung mehr ist als nur geschickte Strategien. Es ist eine Möglichkeit, eine Chance, die sich dir offenbart, wenn du das möchtest, zuzulassen, dass Elternschaft, Mama sein, das Erleben dieser Eltern-Kind-Dynamik, die du im Alltag ja ständig hast, eine Kraft hat, eine unfassbare Kraft hat, dich und dein Kind auf ganz elementarer Ebene zu verwandeln. Das ist diese Metamorphose des Mama-Seins und des Papa-Seins, dieser unglaubliche Moment, in dem du erfahren hast, schwanger zu sein als Mama und dann die Geburt erlebt hast. Dieser mystische, zauberhafte, glitzernde Moment, egal wie der war. Und ich weiß, bei vielen und bei mir auch war der oft auch tragisch und eine unglaubliche Erfahrung, auch notwendige Erfahrung in gewisser Weise, Lernerfahrung, die aber letztendlich doch eröffnet, dass wir Menschen so viel mehr sind als nur reine Wesen mit einem Körper, die hier Mütter sind und Väter sind, sondern dass wir eben mehr sind, dass da mehr ist, dass es eine Macht gibt, die größer ist als wir selbst. Und ja, das ist das, was ich so liebe an meiner Arbeit, die ich hier mache und die ich in diesen 100 Podcast-Episoden für dich anschneide, dass du erkennst, es geht um so viel mehr. Es geht um dich, es geht um dein spirituelles Wachstum, es geht um die tieferen Beziehungen, die du hast zwischen dir und deinem Kind, zwischen dir und deinem Partner und vor allem zu dir selbst, zu der Entwicklung, zu der Frau, zu der Mama, die du sein willst, die du wirklich bist. Wenn du dein Ego zur Seite nimmst und erkennst, dass dann nur noch du übrig bleibst und Elternschaft eben nicht nur ist, Verhaltensebenen anzugucken und Strategien zu benutzen, sondern eben eine Stufe tiefer zu gehen. Ja, dass die Konflikte natürlich, und das ist der Hauptteil meines Podcasts. Der Hauptteil meines Podcasts ist Konfliktlösung. Du findest ja bei mir in diesen 100 Folgen, ich weiß nicht wie viele, unterschiedlichste Fragen, die mir meine Frauen in Gemeinsam wachsen, in meinem Mentoring-Programm gestellt haben. So viele einzelne Konflikte, die du tagtäglich mit deinem Kind hast. Diese Konflikte sind deswegen so großartig, weil sie dich zur Selbsterkenntnis bringen, weil sie dich immer wieder in jedem Moment mit dir in Berührung bringen, mit dir als Frau, als Mama, mit deinen Bedürfnissen, mit dem, wer du sein willst und natürlich auch mit deinem Kind als Mensch, so wie es ist, einfach immer wieder in Kontakt bringen und dadurch die Möglichkeit eben entsteht, zu entdecken, was das Leben so mit sich bringt. Ein Bewusstsein zu entwickeln für das Leben und für die Gefühle, für die Ängste, die wir auch haben und natürlich für die Beziehung zu uns selbst, für die Individualität, die wir so haben. Als ich das so klar hatte für mich im Sommer 2021, stand ich dann aber vor einer ganz praktischen und sehr irdischen Herausforderung und Frage, nämlich, wie geht das? Wie geht das, einen Podcast zu machen? Alle sagen, es geht ganz einfach und es ist gar kein großes Ding. Und ja, das waren tatsächlich den Podcast zu starten, Herausforderungen und auch eine Entdeckungsreise für mich, was tatsächlich ja Projekte und natürlich ist ein Unternehmen zu führen, Podcasts zu machen, Einzelprojekte, auch immer und immer wieder eine eigene spirituelle Reise, eine eigene Herausforderung, sich auf diesem Weg zu entdecken. Und ganz ehrlich, ich habe damals nicht annähernd erwartet oder gedacht, dass ich dann
so großartige Fragen und Q&As für dich beantworten und ja, veröffentlichen werde. Ich hatte damals auch nicht gedacht, dass ich nach 100 Podcast-Episoden, ich weiß nicht, 20 oder 25 Interviewgäste haben würde. Unter anderem waren hier im Podcast Maren Schneider, Bestsellerautorin, mehrfache Bestsellerautorin, Achtsamkeits- und Meditationslehrerin. Ich durfte mit Matthias Völchert sprechen. Matthias Völchert ist der Gründer von Family Lab. Der hat jahrzehntelang mit Jesper Juhl ganz eng zusammengearbeitet und die Botschaft von Juhl hier im deutschsprachigen Raum verbreitet. Ist selber Beziehungscoach. Ich durfte Carsten Vonno sprechen, Anna Noss von Kinderwärts. Ich durfte mit Hebammen und Doulas sprechen über diesen Zauber der Schwangerschaft, über Glaubenssätze, die wir hier haben, übers Frausein, über Weiblichkeit, über Zyklus, übers Stillen. Ich durfte Interviewpartner haben wie Nadine Tscholik, Regina Rebele, Frau Dr. Ute Taschner, die mit mir über Geburtstraumata gesprochen hat. Wir haben Gäste hier gehabt zum Bereich Bildung. Es ist so schön, dass ich genau das erreichen durfte bisher. Und ich bin mir ganz sicher, es geht noch in dieser Form weiter. Eben das große Themenfeld, Mama zu sein, Elternschaft, zu eröffnen und zu zeigen, dass es eben unbedingt mehr ist als reine Konfliktlösung, sondern es sind so viele Themenbereiche, die das Leben zum Leben erwecken letztendlich. Es geht hier ein Mama-Sein, um Achtsamkeit, es geht um Spiritualität, es geht um uns Frau zu sein, es geht um Bildung. Wir sind als Mütter und als Väter, aber du jetzt hier besonders, weil du bei mir bist, natürlich spreche ich dich als Mama an. Du bist als Mama in Berührung mit so vielen Themen. Elternschaft ist nicht ein Thema, sondern es ist ein ganzer Themenkomplex und dieser ganze Themenkomplex ist letztendlich das Leben. Und ich freue mich so sehr, dass ich diesen ganzheitlichen Blick dir mit den Interviewgästen und auch mit den Podcast-Episoden, die ich gemacht habe, zum Thema Veränderung und Respekt und Entscheidungen treffen, Überzeugungen, die wir haben, kleine Schritte gehen, all diesem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung hier für dich, ja, dir vorstellen durfte. Das macht mich wirklich ganz selig und auch demütig, wenn ich ehrlich bin. Als ich dann angefangen habe, diesen Podcast zu machen, habe ich mir natürlich Hilfe geholt und durfte auch so viel scheitern. Oh, ihr Lieben, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich Fehler gemacht habe bei diesem Podcast. Abgesehen davon, dass ich nicht wusste, wie es geht und stundenlang recherchiert habe, stundenlang mir beibringen habe lassen von Menschen, die wissen, wie man Podcasts macht. Ich habe mich coachen lassen, überlegt, welche Musik passt. Ich glaube, ich habe Stunden damit verbracht, den geeigneten Songtrack für diesen Podcast rauszusuchen. Ich meine Kinder befragt abends. Wir sind durchs Haus getanzt und haben dann überlegt, was ist irgendwie stimmiger. Stunden, ich kann es euch gar nicht erzählen, wie viele Stunden ich in Recherche, in Vorbereitung für diesen Podcast 2021 hinein investiert habe. Und wie viele Selbstzweifel ich auch hatte. Ja, also wirklich immer so zu fragen, okay, kann ich das wirklich? Interessiert das eigentlich jemand? Und das Schöne ist, bei diesem Weg, diese Selbstzweifel zu hören, die ich natürlich auch habe, genauso wie du, die jeder hat, immer wieder kommen diese Stimmen im Kopf, sie wieder bewusst zur Seite zu schieben und zu wissen, was die Stärken sind und die eigenen positiven, stärkenden, fördernden Glaubenssätze als Basis immer wieder herzunehmen, zu sagen, ja klar kann ich das. Ich kann nämlich alles lernen und ich finde immer Lösungen und entweder gewinne ich oder ich lerne, weil ich kann immer wieder neu aufstehen, ich kann es immer wieder neu versuchen und je mehr ich mich übe, umso leichter wird es. Und genau das ist tatsächlich die Erkenntnis, die ich dir mitgeben mag oder den Hinweis, dass alles lernbar ist. Man kann alles schaffen. Du kannst, wenn du dran bleibst, wirklich Berge versetzen und scheitern, Fehler machen. Das habe ich gut in diesem Podcast. Ich habe Podcasts aufgenommen ohne Ton. Ich habe tatsächlich ganze Podcasts aufgenommen und habe vergessen, auf anzudrücken. Ich habe Rechtschreibfehler gemacht in den E-Mails und in den Posts, die ich zu meinem Podcast geschickt habe, auch im Beschreibungstext. Ich habe Links gesetzt, die nicht funktioniert haben und habe ganz viele liebe E-Mails bekommen mit: Liebe Manuela, ich würde den Podcast so gerne anhören, aber der Link ist tot. Oh,
Meine Webseite ist nicht live gegangen. Ich hatte so oft Struggle mit meiner Webseite, die sich da nicht veröffentlicht hat zum Podcast-Veröffentlichungsdatum und ich heute noch nicht weiß, warum das so ist. Ich hatte Knirschen im Podcast. Ich hatte schlechte Tonqualität, weil einfach vielleicht das Q&A schon ein Jahr alt war und sich seitdem die Technik so krass verändert hat, dass ich mir gedacht habe, oh Mann, wie kann man den Ton noch besser machen, ohne dass ich es nochmal neu aufnehmen muss. Weil wenn ich es nochmal neu aufnehme, ist es einfach nicht mehr so authentisch, wie in dem Moment, wo im Prinzip die Information von oben durch mich durchgeflossen ist und ich es weitergeben durfte. Ich hatte im Hintergrund Handyklingeln. Ich hatte E-Mails, mein E-Mail-Programm, das noch an war und dann gedingt hat. Ich hatte meine Kinder im Hintergrund, das ich dann später wegschneiden musste. Oder es hat an der Tür geklingelt, was ich später wieder wegschneiden musste. So viele Fehler, das kannst du dir gar nicht vorstellen. So viel basteln, nochmal neu machen, nochmal hochladen, nochmal verändern. Oh. Und jetzt stehe ich hier und habe 100 Folgen gemacht. Das ist schon irgendwie echt crazy. Und ich freue mich wirklich riesig, dass ich diesen Marathon gestartet habe und diesen Marathon noch weiterlaufen werde. Ja, was ich mir für die nächsten 100 Folgen wünsche, was ich mir auch für dich wünsche, ich fange vielleicht mal bei mir an, ich wünsche mir für mich für die nächsten 100 Folgen, dass ich weiterhin mich entdecken darf auf diesem Weg. Denn, wie gesagt, jedes Projekt und ein Unternehmen ist ein Projekt. Muttersein ist auch in der Form ein Projekt nicht, aber eine Entdeckungsreise, aber so ein Unternehmen ist ein Projekt, ein Podcast ist ein Projekt. Dass ich weiterhin mich entdecken darf und schauen darf, wer werde ich denn eigentlich auf diesem Weg? Und das ist etwas, was ich dir unbedingt heute mitgeben möchte. Zum einen den Mut zu haben, was Neues zu starten, die Stimme im Kopf zur Seite zu schieben, dich zu verbinden mit deinen positiven Überzeugungen, dich tragen zu lassen von dem, was in dir als Licht ist, was du hier weitergeben möchtest. Egal, ob du selbstständig bist oder nicht, du hast eine unfassbare Kraft und kannst und willst und darfst davon andere beeinflussen, positiv beeindrucken, was mitgeben, was weitergeben, dienen. Und was ich mir noch für mich wünsche, ist, dass es mich weiterhin so glücklich macht, hier zu sitzen, in meinem Büro, dir was drauf zu sprechen, dir meine Stimme zu geben. Das fällt mir so leicht zu erzählen und einfach alle Informationen dir weiterzugeben, ohne Stunden an irgendwelchen Reels zu sitzen und zu hoppeln, um irgendwelche Algorithmen zu bedienen. Der Podcast ist wirklich für mich mein Lieblings- und mein Herzensprojekt. Und ich habe so viel noch vor. Ich habe noch so schöne Ideen und freue mich auf die nächsten 100 Folgen. Für dich wünsche ich mir für die nächsten 100 Folgen und für alle, die es schon sind, schau dich unbedingt mal um. Schau mal bei Spotify rein oder Apple Podcast, wie viele Themen schon besprochen worden sind und schnapp dir 5, 10, manchmal sind es 15 Minuten. Im Interview haben wir manchmal eine Stunde gesprochen. Schnapp dir diesen Schatz, der da ist, gib dir diese Zeit und diesen Raum, die Episoden anzuhören und jetzt kommt's, die Antworten, die du ja doch schon in dir hast, durch den Impuls des Podcasts aufblühen zu lassen. Denn das soll es sein. Ich möchte dir ja hier mit diesem Podcast helfen, dass du dich besser kennenlernst, dass du entdeckst, dass du mehr bist als nur Mama, dass du erkennst, dass die Beziehung und die Dynamiken, die sind in unserem Miteinander hier auf dieser Erde, einen Grund haben, zu wachsen und diese Metamorphose, diese Entwicklung zu dir selbst und die Verbindung zu dem, was einfach da ist und noch so viel größer ist, als du es dir vorstellen kannst, wach werden zu lassen in dir. Und dir natürlich auch zu helfen, mit den Impulsen deine Konflikte zu lösen, leichter zu lösen, einen harmonischeren Alltag zu haben, ein größeres Bewusstsein zu haben für die Einzigartigkeit, die du hast, die dein Kind hat, die eure Beziehung hat. Dir zu helfen, zu träumen davon, wie es sein kann und dich dahin zu entwickeln. Das ist ja auch das, was ich konkret mit meinen Frauen mache, im Einzelcoaching oder im Mentoring-Programm Gemeinsam wachsen, nämlich auf der einen Seite Werkzeuge zu liefern, Verständnis zu liefern, das Wissen zu liefern und dann die Verbindung zu schaffen zu dem noch Größeren. Eben nicht nur eins, sondern die Verbindung zum Größeren. Die Ganzheitlichkeit zu sehen, die Verbindungen zu sehen zwischen schlechter Laune und Erkrankung und Glaubenssätzen, die Verbindungen zu sehen zwischen
Kindern, die uns immer wieder was spiegeln, die immer wieder dieselben Konflikte zu haben, die tiefere Ebene zu entdecken. Das ist das, was so besonders ist und was ich dir mitgeben kann, was mein Schatz ist, den ich dir zeigen kann. Und dabei wünsche ich mir natürlich, dass du dein Herz öffnest. Dein Herz öffnen. Es geht alles erst los, wenn du dein Herz öffnest. Dein Herz öffnen heißt, dass du dich darauf einlässt, dass du weich wirst, im Sinne von dich öffnest für Neues, dich öffnest für neue Impulse, dich öffnen kannst und mitfühlend sein kannst mit dir selbst. Für all die Momente, in denen du wütend warst oder danach dich so sehr geschämt hast, dass du dir selbst vergeben kannst, dass du die Impulse von mir dazu oder dann eben auch im Gespräch mit mir, wenn du jetzt bei mir im Coaching wärst, das Wissen darüber und natürlich die Techniken und die Übungen, die dir helfen, hier ganz irdisch und ganz manifestiert in dem Körper, in dem wir sind, nutzen kannst, um wieder die Verbindung zu dir zu erschaffen, die wirkliche Verbindung zu dir. Und da ist das Herzöffnen so wichtig, dass du dich öffnest, entdeckst, dass du dich regelmäßig hinterfragst, wer will ich eigentlich sein und wer bin ich vielleicht heute gerade und wo soll die Reise hingehen? Für mich als Mama, für die Beziehungen, in der ich bin oder in denen ich bin mit meinem Kind, mit meinen Kindern, mit meinem Partner. Und natürlich auch zu verstehen, dass alle Antworten schon da sind. Es sind alle Antworten schon da. Wenn es dir ermöglicht wird, dein Herz zu öffnen, die Impulse, die das sind aus dem Podcast, die Strategien, die Werkzeuge, die sind, aber vor allem eben auch die Worte, die ich dir gebe, eine Ebene tiefer zu gucken, die Möglichkeit zu sehen, dass da eine Tür sich öffnet, einen Schritt weiter zu gehen, dass du dann erkennst, dass alle Antworten bereits in dir sind, weil du verbunden bist zu was viel, viel Größerem. Ich freue mich, dass du da bist. Ich möchte mich unglaublich an dieser Stelle bei dir bedanken. Danke, 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 danke für deine Kommentare, dafür, dass du hier bist, dafür, dass du dir meine Episoden anhörst, dafür, dass du dein Herz öffnest, dafür, dass du da bist. Ich freue mich auf alles Weitere, was kommt. Mach's gut und bis zur nächsten Episode. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meine Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Eine Frage, die ich außerdem immer wieder bekomme, ist: Manuela, was kann ich machen, konkret, damit mein Kind selbstständig und unabhängig wird? Hier lade ich dich herzlich ein, auf meiner Seite sprachzeichen.de/mit-kindern-sprechen vorbeizuschauen, denn hier findest du meine Vorträge, meine Masterclasses zu unterschiedlichen spezifischen Einzelthemen. Eine davon ist: Ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird. In diesem Vortrag geht es vor allem um die 4 Kernbausteine, die Eltern ihren Kindern mitgeben können, damit diese frei werden, sich eigenständig und unabhängig entfalten können, nämlich emotionale Sicherheit, Freiheit, Vertrauen und Authentizität. Wenn dich also diese Fragen quälen, wie kann ich mein Kind unterstützen, Lösungen zu finden, wenn es alleine draußen unterwegs ist, dass es gut alleine zurechtkommt? Wie fördere ich die Selbstständigkeit bei meinem Kind? Wie kann ich Verantwortungsbewusstsein meines Kindes schulen? Und ja, welche Rolle spielt dabei auch das große Thema Vertrauen? Dann schau doch hier unbedingt mal vorbei. Ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird, ist mein Vortrag, meine Masterclass, die du 12 Monate zur Verfügung hast, alle Folien downloaden kannst und außerdem ein Gutschein bekommst in der Höhe von 97 € der Masterclass, die du dann innerhalb der nächsten 6 Monate für ein Einzelcoaching oder natürlich auch für mein Gruppenprogramm Gemeinsam wachsen anrechnen lassen kannst. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.